Das Velocity Flight Deck von Turtle Beach. In diesem Video packen wir aus, richten ein, heben ab und holen uns einen ersten Eindruck. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Zu Beginn der Hinweis auf die Kapitelauswahl dieses Videos. Ihr könnt ganz bequem zwischen den einzelnen Themen hin und her springen. Das Turtle Beach Flight Deck ist seit dem 13. Februar 2024 für einen UVP von 399 € erhältlich. Kompatibel ist zum jetzigen Zeitpunkt das Flight Deck ausschließlich mit dem PC unter Windows 10 bzw. 11. Auf meine Nachfrage hin, ob das Flight Deck irgendwann auch für Xbox kompatibel wird, gerade für den Microsoft Flight Simulator ja sehr interessant, habe ich die Antwort erhalten, dass es hierzu keine Planungen gibt. Meiner Einschätzung nach hätte das Flight Deck die Velocity Produktfamilie auch auf Xbox sehr schön ergänzt. Schließlich wurde mit dem Velocity Flight Stick, dem Flight Yoke System oder auch den Pedalen das Ganze schon erfolgreich umgesetzt. Wer sich für die zuletzt genannten Produkte interessiert, findet auf meinem Kanal entsprechende Videos. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung und hier jetzt rechts oben. Das Flight Deck ist ein sogenanntes HOTAS-System, was so viel heißt wie Hands-on Throttle and Stick und aus zwei Einheiten besteht, eben einer Schubeinheit und dem Flight Stick. Was beim Auspacken direkt auffällt, ist das relativ hohe Gewicht. Die Schubeinheit liegt bei 1,51 Kilogramm, der Flight Stick bei 1,46 Kilogramm. Schon beim Auspacken ist die hohe Wertigkeit zu erkennen. Die Materialien sind super verarbeitet und alles fühlt sich sehr griffig und stabil an. Angeschlossen wird das Flight Deck über zwei Kabel. Die beiden Einheiten werden dabei nicht miteinander verbunden, sondern jeweils direkt an den PC angeschlossen. Wir sprechen über eine Kabellänge von 2 Metern, die USB-C-Seite kommt jeweils in den Flight Stick bzw. den Throttle und die USB-A-Seite dann in den PC. Schrauben für eine Festmontage sind ebenso mit dabei, insgesamt derer 6. Eine Befestigung am Velocity Stand soll nur bedingt möglich sein. Die Kurzanleitung lässt erahnen, was wir mit der Vielzahl der Tasten und Möglichkeiten in Zukunft alles anstellen können. Und eines vorweg, alleine in den Konfigurationen kann man Stunden verbringen. Doch zuallererst verbinden wir hier den Steuerknüppel einmal mit der Basis, was mittels dieser Schraube hier sehr einfach funktioniert und im Anschluss einen sehr stabilen Eindruck hinterlässt. Ein weiterer Blick auf die Verarbeitungsqualität bestätigt den ersten Gesamteindruck. Alle Drehknöpfe, Schalter und Buttons wirken sehr solide. Auch an einen 3,5 mm Klinkeanschluss für ein Headset wurde gedacht. Manche Schalter sind keine Kippschalter, sondern als Taster hinterlegt, wie dieser hier zum Beispiel. Andere wiederum kippen und bleiben in ihrer Position. Der Flight Stick des Flight Decks verfügt über eine einstellbare Knüppelhöhe für alle Handgrößen. Außerdem über ein anpassbares OLED Head-Up-Display. Das Ganze setzt sich selbstverständlich von der Qualität her auf dem gleichen hohen Niveau am Throttle fort. Zentraler Punkt ist hier natürlich laut Turtle Beach das innovative, weltweit erste Touch-Display für Flugsimulationen. Insgesamt haben wir hier auf diesem System 139 programmierbare Tasten für erweiterte Anpassungen und Steuerung. Gummierte Füße und das hohe Eigengewicht sorgen für einen ordentlichen Stand. Wer das Ganze fest montieren möchte, hat hier die entsprechenden Aussparungen. Die Schrauben dazu haben wir gesehen. Und auch hier am Schubhebel sehen wir nochmal den Bereich, den wir dann mit dem Daumen bedienen werden. Auch hier gibt es mehrere Schaltwippen, Knöpfe und Drehregler. Ebenso an der Rückseite.
Auf der linken Seite am Schubhebel haben wir hier einen Release-Button und was der auslöst, sehen wir uns hier mal genauer an. Denn ihr könnt den Schubhebel jederzeit teilen. Ihr seht diesen Stift hier in der Mitte, der beide Hebel verbindet, und wenn ihr den Release-Button drückt, dann könnt ihr den Schubhebel einmal in der Mitte teilen. Und genauso simpel lässt sich die Verbindung dann selbstverständlich auch wieder herstellen. In den meisten Fällen lassen sich die Knöpfe nicht nur drehen, sondern verfügen auch über einen Druckpunkt für eine weitere Funktion. Dieser Drehknopf hier beispielsweise ist in sich sogar nochmal unterteilt und man kann den oberen Teil und den unteren Teil separat drehen und oben auch nochmal draufdrücken. Also wer hier allgemein gerne dreht und drückt, der kommt mit diesem Teil hier voll auf seine Kosten. An dieser Stelle hier hatte ich fälschlicherweise zu Beginn sogar einen Defekt vermutet, denn 2 der insgesamt 5 Knöpfe hier an dieser Stelle sind sehr stark nach unten versetzt. Also wesentlich flacher als der Rest und ich dachte, die wären irgendwie defekt. In Wahrheit sind diese aber voll funktionsfähig und einfach nur berührungsempfindlich, also man muss diese gar nicht richtig drücken, sondern es reicht, wenn man mit dem Finger drauf tippt. So, jetzt aber genug gedrückt und gedreht, ich hab Bock, wir installieren das Ganze jetzt hier mal. Die Ersteinrichtung am Windows-PC klappt vollautomatisch. Im Microsoft App Store finden wir die sogenannte Turtle Beach Velocity One Flight Hunger App. Gut 200 MB groß und dementsprechend schnell installiert. Bevor wir uns jetzt hier die einzelnen Punkte näher angucken, empfehle ich jedem hier einmal auf Firmware zu klicken, um zu checken, ob die Firmware, die installiert ist, denn aktuell ist. In der Regel benötigt ihr hier ein Update und ich würde das auch von Zeit zu Zeit mal ein bisschen checken, denn gerade zu Release jetzt wird es in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich das ein oder andere Update geben. Und können wir uns bitte mal ganz kurz über die Beleuchtung des Flight Decks unterhalten. Ich bin ja da, was die Velocity Produktfamilie, sprich den Flight und den Flight Stick betrifft, schon etwas verwöhnt. Aber das, was das Flight Deck hier beleuchtungstechnisch auf das Metall bzw. Kunststoff zaubert, ist schon beeindruckend. Und jetzt ist hier noch gar nichts individuell eingestellt, sondern das ist die Standardeinstellung nach Installation. Wie umfangreich und bis ins kleinste Detail ihr euch hier noch individuell verausgaben könnt, sehen wir gleich in den Optionen. Ein innovatives, weltweit erstes Touch-Display für Flugsimulationen, heißt es auf der offiziellen Turtle Beach Website. Auch hier haben wir eine Vorkonfiguration, die wir aber komplett individualisieren können, sehen wir uns gleich auch noch in den Optionen an. Für mich war zu Beginn jetzt erstmal interessant, wie sind denn die Reaktionszeiten dieses Touch-Displays? Neben einer Seite mit Optionen haben wir 3 weitere Seiten mit direkten Eingabemöglichkeiten. Und hier werden nicht nur Schalter simuliert, sondern richtige Drehräder und so weiter. Bei den Schaltern ist alles gut soweit, das funktioniert sofort on point. Bei den Drehrädern bin ich mir nicht ganz so sicher, da muss die Praxis in Zukunft erstmal zeigen, ob sich das alles so bewährt. Vielleicht schiebe ich dazu zu gegebener Zeit einmal ein Video nach. Für den Moment fehlt mir dazu einfach die Flugzeit mit diesem System. Wir werfen einen erneuten Blick in die Software. Und damit ihr ein Gefühl für den Umfang dessen bekommt, lege ich hier mal ein Profil an, denn ihr könnt diverse Profile entsprechend anlegen. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel genau das Touch-Panel am Throttle und können hier entsprechende Panel-Styles hinterlegen. Und nicht nur das, ihr könnt die Knöpfe hier sogar einzeln rausziehen und durch andere ersetzen und individuell beschriften. Das passiert per Drag and Drop und ist denkbar einfach.
In den Hardware-Settings könnt ihr dann zum Beispiel Dead Zones von verschiedenen Achsen einstellen und weitere Daten hinterlegen. Das geht hin bis zu kleinen Vibrationen, die ihr einstellen könnt, wenn ihr mit dem Schubhebel an bestimmte Positionen kommt. Ihr könnt eurer Konfiguration einen individuellen Namen geben, sogar ein Bild hinterlegen. Und wenn wir hier auf Lightning gehen, dann wird das Ausmaß der Möglichkeiten der Beleuchtung erst so richtig klar. Egal ob dauerhaft leuchtend oder atmend, ihr könnt jeden RGB beleuchteten Part eurer Einheit einzeln und individuell ansteuern. Entweder entscheidet ihr euch für ein globales Preset, wie hier gezeigt, oder ihr definiert tatsächlich jeden der einzelnen Bereiche selbst nach euren Vorstellungen. Gleiches gilt selbstverständlich auch für den Stick. Auch hier habe ich ein eigenes Profil angelegt und wir haben entsprechenden Zugriff auf die optische Darstellung. Zum einen inhaltlich auf den oberen und unteren Teil, den wir hier wieder entsprechend austauschen können, und zum anderen eben auch auf den Panel Style. Über die Hardware-Settings haben wir wieder vollen Zugriff auf sämtliche Achsen, Knöpfe und so weiter, selbst auf den Audioausgang. Und über den Bereich Lighting natürlich wieder vollen Zugriff auf die Beleuchtung, zum einen vom Stick selbst als auch auf die Basis. Jetzt gibt es hier innerhalb der App noch einen weiteren Punkt, der, nachdem man was verbunden hat, nicht mehr ausgegraut, sondern anwählbar ist, und zwar das sogenannte Flight Window. Hier habt ihr die Möglichkeit, ein zusätzliches Device zu verbinden, entweder ein Handy oder ein Tablet. Und so wie ich das hier einschätze und wahrnehme, ist nicht nur ein Gerät möglich, sondern mehrere. Für die ersten Tests habe ich hier mein Handy verbunden. Ein Tablet wäre hier schon die coolere Lösung, weil das Display dann halt einfach entsprechend größer ist. Das Ganze verbindet sich dann über Bluetooth mit dem Flight Deck und jetzt pass auf. Hier kann man insgesamt 18 Felder mit entsprechenden Buttons belegen und komplett individualisiert beschriften. Dem Ganzen können wir dann noch einen individuellen Panel-Namen verpassen. Außerdem können wir dann noch die Konfiguration an sich benennen und dem Ganzen ein individuelles Bild hinterlegen, entweder indem wir eines hochladen oder aus einer Vorauswahl eines auswählen. Wichtig ist, dass die eigens erstellten Profile auch entsprechend aktiv sind. Angezeigt wird das Ganze rechts oben am jeweiligen Profil, und das ist nicht nur für das Flight Window Profil wichtig, sondern auch für die Profile am Throttle oder am Flight Stick. Wenn das dann alles entsprechend hinterlegt ist, könnt ihr an eurem Handy, an eurem Tablet die Funktionen nutzen. Die App ist gut 15 MB groß und zum Zeitpunkt des Videos ausschließlich für Android verfügbar, iOS soll aber in Kürze folgen. So, jetzt aber mal rein in den Microsoft Flight Simulator. Wir laden das Programm. Und was in den Steuerungsoptionen direkt auffällt und mich zeitlich leider etwas zurückgeworfen hat, muss ich sagen, ist die Tatsache, dass das Flight Deck zwar komplett erkannt wird, aber leider keinerlei standardmäßiger Tastenbelegungen zugewiesen sind. Bedeutet, ja, wir müssen alles selbst hinterlegen und ja, das hält ein bisschen auf, aber seid euch sicher, danach seid ihr fit, was die Steuerung angeht. Für meinen Teststart jetzt hier habe ich tatsächlich nur das Nötigste hinterlegt. Die grundsätzliche Flugsteuerung, das Fahrwerk, die Bremsen, Flaps und so weiter. Aber ich fühle mich noch meilenweit davon entfernt, nur im Ansatz damit fertig zu sein. Kamerabewegungen zum Beispiel habe ich noch komplett auf einen Xbox-Controller ausgelagert. Wir starten hier in Gibraltar. Als Fluggerät habe ich mir einfach mal den Vision Jet ausgesucht.
Ach, das fühlt sich einfach richtig gut an und ich kann mir schon vorstellen, wie da der ein oder andere vermutlich dann auch mit Kampfchats und so weiter unterwegs ist. Da lasse ich es für meinen Fall lieber ein bisschen gemütlicher angehen mit dem Vision Chat und tauche in die Tiefen der Steuerung noch weiter ab. Im Grunde wüsste ich nicht, was man dem Flight Deck nicht hinterlegen könnte, um einen Flug ausschließlich mit dessen Steuerung komplett zu absolvieren. Auf der Homepage von Turtle Beach, ich verlinke euch das Ganze auch unten in der Videobeschreibung, findet ihr unter dem Punkt Unterstützung und Downloads hilfreiche Tipps. Über den Punkt Knowledge Base kommt ihr auf eine Hilfeseite, die bereits hilfreiche Informationen führt und immer wieder neue erhält. Für Fragen und Ergänzungen zum Gezeigten nutzt bitte außerdem sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter diesem Video. Falls euch dieses gefallen oder vielleicht sogar geholfen hat, würde ich mich über ein Däumchen sehr freuen. Und falls noch nicht geschehen, unterstützt diesen Kanal sehr gerne mit einem Abo. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.